Perfekt oder Präteritum? Oder perfekt? Oder doch Präteritum? Hallo liebe Zuschauer, gut, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, denn ihr lernt, wann man das Perfekt benutzt und wann das Präteritum. Ganz einfach gesagt ist es egal, ob ihr das Perfekt oder das Präteritum benutzt, wenn ihr über die Vergangenheit sprecht. Die Bedeutung bleibt gleich. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn es gibt ein paar kleine Unterschiede, die ihr kennen solltet. Aber fangen wir mal von vorne an. Was ist perfekt, was ist Präteritum? Es sind zwei Zeiten. In der Grammatik nennt man das Tempus. Das Präteritum sieht so aus. Ich sagte, er kam. Wir spielten. Sie kochten. Du schriebst. Das Perfekt hat diese Form. Ich habe gesagt, er ist gekommen. Wir haben gespielt. Sie haben gekocht. Du hast geschrieben. Den Unterschied sieht man ganz gut, denn das Präteritum besteht aus einem Wort, aber das Perfekt besteht aus zwei Wörtern, einem Hilfsverb und dem Partizip 2. Beim Perfekt ist das Hilfsverb normalerweise haben, außer man hat einen Ortswechsel oder eine Zustandsveränderung. Dann benutzt man das Hilfsverb sein. Das ist zum Beispiel der Fall bei den Verben fahren, gehen, schwimmen, laufen, aber auch bei den Verben einschlafen und aufwachen und bei sein, bleiben und werden. Mit dem Präteritum kann man nur ausdrücken, dass etwas in der Vergangenheit liegt. Gestern war der Geburtstag meiner besten Freundin. Letzten Monat hatte ich die Grippe. 1969 landete der erste Mensch auf dem Mond. Man kann das aber genauso im Perfekt sagen, ohne dass sich die Bedeutung verändert. Gestern ist der Geburtstag meiner Freundin gewesen. Letzten Monat habe ich die Grippe gehabt. 1969 ist der erste Mensch auf dem Mond gelandet. Beides ist korrekt, aber, und das ist jetzt wichtig, das Präteritum findet man normalerweise in geschriebenen Texten und das Perfekt eher in der mündlichen Sprache. Und warum ist das so? Weil das Präteritum kürzer ist und das spart Platz in Texten. Und ihr wisst ja, wie effizient die Deutschen sind. Aber ganz so einfach ist es leider nicht, denn es kommt auf die Textsorte an und es kommt beim Perfekt auch auf die Region an, in der die Sprecher leben oder aufgewachsen sind. Wenn ihr also einen Roman oder eine Zeitung lest, dann findet ihr dort eher das Präteritum. Wenn ihr aber einen Brief oder eine E-Mail lest, dann findet ihr wahrscheinlich das Perfekt, weil das ist ja gesprochene Sprache, aber in Textform. Versteht ihr? Beim Sprechen zeigt sich, dass man in den südlicheren Regionen Deutschlands eher das Perfekt benutzt. In den nördlicheren Regionen kann man aber auch sehr oft das Präteritum beim Sprechen hören. Für mich als Süddeutsche hört sich das dann ungefähr so an. Gestern entschied ich mich, auswärts zu essen. Also ging ich in ein Schnellrestaurant und bestellte einen Kebab. Diesen aß ich ganz genüsslich und trank dazu ein frisches Ayran. Also sprachlich ist das natürlich absolut korrekt, aber für mich klingt es total merkwürdig, viel zu formell. Ich würde niemals so sprechen, nicht mal im Unterricht. Hier meine Version.
Gestern bin ich zum Kebabladen gegangen und habe mir einen Döner bestellt. Den habe ich dann gegessen und dazu ein Ayran getrunken. Es war super lecker. Merkt ihr was? Ich habe beim Sprechen einmal das Präteritum benutzt, nämlich es war lecker. Und dafür gibt es auch einen Grund, denn egal aus welcher Region man kommt, wenn man spricht, benutzt man die Verben haben, sein, geben und die Modalverben eigentlich immer im Präteritum. Was sind nochmal Modalverben? Ah ja, richtig. Können, wollen, sollen, müssen, dürfen und möchte. Das ist ein Konjunktiv 2 von dem Verb mögen. Es ist kein klassisches Modalverb. Aber das erkläre ich euch in einem anderen Video. Ihr seht, man kann den Unterschied zwischen Perfekt und Präteritum nicht exakt definieren. Aber das ist gut für euch, denn das heißt, ihr könnt gar nicht so viel falsch machen. Fast. Denn 2 Sachen sind noch sehr wichtig für euch. Erstens, wenn eine Sache gerade erst passiert ist und irgendeine Rolle im Jetzt spielt, dann muss man das Perfekt benutzen. Ich habe viel zu wenig geschlafen. Seht ihr? Ich sehe total müde aus. Oh, jetzt bin ich wirklich müde. Okay, jetzt wieder fit. Oder meine Mama hat Spätzle gemacht. Das heißt, jetzt gibt es gleich Essen. Hier kann ich also nicht sagen, ich schlief oder Mama kochte, weil ich dann verstehe, dass es viel früher passiert ist und keinen Bezug zum Jetzt hat. Versteht ihr? Im Englischen funktioniert das genauso mit dem Present Perfect und dem Past Simple. Zweitens, mit dem Präteritum kann ich nur über die Vergangenheit sprechen. Mit dem Perfekt kann ich aber auch noch über die Zukunft sprechen. Wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, suche ich mir einen Job. Bis morgen Abend habe ich alle Hausaufgaben erledigt. In dem zweiten Satz kann man auch das Futur 2 benutzen. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Fassen wir das also nochmal zusammen. Das Präteritum kann nur für die Vergangenheit benutzt werden. Und es besteht nur aus einem Wort. Man benutzt es vor allem in der geschriebenen Sprache, zum Beispiel in Zeitungen, Berichten, in Romanen etc. Aber in manchen Regionen Deutschlands, vor allem nördlicher, kann man es auch beim Sprechen hören. In ganz Deutschland benutzt man das Präteritum beim Sprechen für die Verben haben, sein und geben und die Modalverben. Das Perfekt ist dagegen wesentlich vielseitiger. Es besteht aus 2 Wörtern, den Hilfsverben haben oder sein und dem Partizip 2. Man benutzt es vor allem beim Sprechen, außer die Verben, die ich euch eben nochmal beim Präteritum aufgezählt habe. Man muss das Perfekt benutzen, wenn es einen direkten Bezug zur Gegenwart hat. Zum Beispiel, schau mal, die Straße ist nass. Es hat geregnet. Hier darf ich nicht sagen, es regnete. Und schließlich kann man es für die Zukunft benutzen, wenn man sagen möchte, dass bald etwas beendet ist. Zum Beispiel, ich habe dieses Video bis Sonntag hochgeladen. Hoffentlich. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Dann verpasst du keine Videos mehr.
Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Julia.